Ich eilte nach Hause, die Hände tief in meine Taschen gesteckt, um mich vor der eisigen Kälte zu schützen. Plötzlich sah ich ihn, einen kleinen, schmutzigen Kater, der am Straßenrand kauerte und mit großen, traurigen Augen in die Ferne starrte. Sein Fell war struppig und voller Flecken, seine Ohren waren abgefroren. Er sah bedauernswert aus, ganz allein in der eisigen Kälte. Zuerst zögerte ich, er sah so abgemagert und ungepflegt aus, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass er gesund war. Aber als ich näher kam, bemerkte ich, dass er mich ansah, mit einem hoffnungsvollen Funkeln in seinen Augen. Er war sehr dünn, aber seine Augen waren voller Leben. Etwas an ihm berührte mich, und ich beschloss, ihm näher zu kommen. Als ich ihn genauer betrachtete, entdeckte ich etwas Erschreckendes. Sein Fell war mit bunten Farben besprüht, mit unleserlichen Symbolen verziert. Es war eine schreckliche und grausame Tat, und ich konnte nicht glauben, dass jemand so etwas einem Tier antun konnte. Es war offensichtlich, dass er Opfer einer bösen Tat geworden war. Als ich ihn genauer betrachtete, entdeckte ich etwas Erschreckendes. Sein Fell war mit bunten Farben besprüht, mit unleserlichen Symbolen verziert. Es war eine schreckliche und grausame Tat, und ich konnte nicht glauben, dass jemand so etwas einem Tier antun konnte. Es war offensichtlich, dass er Opfer einer bösen Tat geworden war. Ich fühlte mich schuldig, ihm nicht sofort geholfen zu haben. Ich wollte ihn nicht länger draußen in der Kälte sehen, deshalb nahm ich ihn vorsichtig in meine Arme. Er war unglaublich dünn und zitterte am ganzen Körper, aber er kratzte nicht und wehrte sich nicht. Er kuschelte sich an mich, als würde er sich nach Wärme und Geborgenheit sehnen. Auf dem Weg nach Hause, eingewickelt in mein warmes Tuch, schlief er tief und fest. Ich konnte spüren, wie er sich langsam entspannte und die Wärme seines Körpers spüren. Im Tierheim warteten freundliche Menschen auf uns. Sie versorgten ihn sofort mit einem warmen Bett, frischem Wasser und leckerem Essen. Er aß gierig, als hätte er seit Tagen nichts mehr gegessen. Die nächsten Tage waren anstrengend. Die Tierärzte machten sich Sorgen um seinen Gesundheitszustand, aber sie versicherten mir, dass er mit der richtigen Pflege wieder gesund werden würde. Jeden Tag kamen sie und reinigten die bunten Flecken auf seinem Fell, behandelten seine wunden Ohren und versorgten ihn mit den nötigen Medikamenten. In den folgenden Wochen war er immer bei uns, beobachtete uns mit seinen großen, blauen Augen. Er war unser kleines Wunder, der uns jeden Tag mit seiner unerschütterlichen Liebe und seinem unbändigen Lebenswillen erstaunte. Es dauerte einige Zeit, aber die bunten Flecken auf seinem Fell verschwanden langsam. Sein Fell wurde wieder sauber und glänzend, seine Ohren heilten und er wurde kräftiger. Er hatte seine eigene Persönlichkeit, war verspielt und freundlich zu allen Menschen, die ihm begegneten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.